Musiker sind eigentlich Menschen, die gewohnt sind, viel zu reisen, so für Konzerte her, so für die Kunst einfach. Und irgendwann, ich glaube, zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt. Ja, und wo man seine so Art so von Kunst und von Musik so gut so machen kann. Ja. Und das finde ich gerade in Deutschland bzw. in Hannover ganz gut. Ja. Und ich fühle mich gerade wohl. Ja. Ich kann sagen, dass es mein Zuhause ist. So, aber jetzt gerade ist eigentlich auch Berlin mein Zuhause seit so gestern. So, und es ist wirklich sehr flexibel und wie es sich, ja, Musik ist was Flüssiges irgendwie. Das ja, kann man nicht so wirklich greifen und das ist auch so das Leben von Künstlern. Ja, so finde ich. Genau, Saraban von Francis Poulenc ist das Stück, das wir aufgenommen haben zusammen. Und das ist schon ein besonderes Stück für schon vielen Gründen. Ja, Sarabanda ist ein alter Tanz, können wir sagen, aus dem 16. Jahrhundert. Und Poulenc hat diese Tanzform genommen und wieder bearbeitet. So praktisch. Wir hören keine normale Sarabande im Sinne von einem Tanz in drei, so, sondern kommen verschiedene Taktarten so, in dem Stück. Und genau, ich glaube, es ist für Gitarre ein wichtiges Stück, erstmal weil Poulenc nicht zu den Gitarristen, Komponisten gehört. Und man sieht, wie Leute, die eigentlich nicht wirklich mit Gitarre sich davor beschäftigt haben, auf dem Instrument kommen. Ja? Was sind dann die Möglichkeiten, wenn man nicht unbedingt ja, die Finger auf der Gitarre dann gelegt hat? Das Stück ist eine Miniatur, wirklich so klein Bonbon können wir beschreiben. Und es ist einer der letzten Stücke, vermute ich, von Poulenc. Das ist von 1960. Es ist komponiert worden. Und genau, für mich war es so ein wichtiges Stück auch wegen dieser Beziehung zwischen Altes und Neues. Ja. Viele Komponisten eigentlich in der 20. Jahrhundert haben sich mit alten Musik beschäftigt. Und die haben es einfach bemerkt, wie wichtig ist Vergangenheit, wenn man an die Zukunft dann schauen will. Wir sind so, nichts kommt von nichts, ja, und die Geschichte der Musik entwickelt sich. Naja, es ist schwierig zu beschreiben. So, ich mache viele andere Sachen, ich lese ganz viel eigentlich. Ich bin gerade bei Garcia Lorca. Ich habe eine Sammlung von Gedichten dann gefunden und ja, das ist gerade meine Nebenbeschäftigung, wenn ich nicht Gitarre spiele. Ich höre auch ganz viel Musik, sowieso. Das ist immer am Laufen. So. Als ich jünger war, habe ich auch Sport gemacht.
Ich war so großer Fan von, und ich habe es auch mitgemacht, so vom Wasserball. Ich war ein Wasserballspieler, genau. Wasserballspieler. Ja, und dann aber ging es nicht mehr so mit der Gitarre. Wegen Fingernägel, ja, die sind immer am Stören, so, genau. Das ist genau. Ja. Und wenn man nicht unbedingt so einen größeren Körper hat und du triffst so einen Menschen von 100 Kilos, dann kann es sehr brutal sein. Das ist alles nur erste Lage, aber dafür, dass man so wirklich die Stimmung kriegt. Ja, das kann man nicht einfach sagen, okay, ich kriege es schon hin. Ja. Dann muss man so, ja, und es ist auch eine Verantwortung. Ja. Wenn man so ein Stück verkackt ist,